Lieber Krebs, damit deine Manifestation in Erfüllung geht, worauf darfst du Acht geben? Wo sind vielleicht unbewusste Blockaden, unbewusste Chancen und Möglichkeiten? Das schauen wir uns heute an und bevor wir starten, lieber Krebs, wie immer denk daran, das sind allgemeine Botschaften. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Nimm bitte wirklich nur das an, was zu dir gehört. Lieber Krebs, was ist wichtig für dich zu wissen, wenn du möchtest, dass eine Manifestation in Erfüllung geht? Wir haben das Thema Geben und Empfangen. Ich lese dir gerne den Text darauf vor. Wir haben das gesamte Universum operiert in Zyklen, ähnlich denen deines Ein- und Ausatmens. Wenn du nur ausatmest, also nur gibst, oder nur einatmest, also nur empfängst, gerätst du aus dem Rhythmus mit dem Universum. Für optimale Gesundheit, Energie und Kraftgewinnung sorge in deinem Leben für ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Einatmen und Ausatmen. Also hier ist ganz, ganz wichtig, lieber Krebs, wenn du empfängst, darf auch etwas wieder rausgehen. Das heißt, wenn du Ideen empfängst, wenn du Visionen empfängst, dann dürfen diese Visionen auch gelebt werden, verkörpert werden, nach außen getragen werden. Und das Gleiche auch umgekehrt. Also wenn du immer nur gibst und verkörperst, darfst du auch mal zur Ruhe kommen und neue Impulse empfangen oder von außen auch empfangen. Also wirklich dieses Geben und Empfangen ist ganz, ganz wichtig. Das Gleichgewicht, vor allem wenn du das Gefühl hast, dass momentan dein Leben stockt, könnte es sein, dass irgendwo fehlendes Gleichgewicht ist. Also entweder zu wenig in dieses Empfangen kommen oder zu wenig in dieses Tun kommen. Da darfst du gerne etwas genauer hinschauen. Schauen wir mal, lieber Krebs, worauf darfst du besonders Acht geben? Was ist jetzt dein Fokusthema, wenn du möchtest, dass eine Manifestation in Erfüllung geht? Königin der Schwerter. Sehr spannend, weil die Königin der Schwerter schaut genau hin. Was will ich noch? Was will ich nicht mehr? Die macht sich bereit, loszulassen. Die macht sich bereit, ja, vielleicht auch Menschen loszulassen, die ihr nicht gut tun. Menschen oder Situationen loszulassen, die ihr nicht dienlich sind. Die nicht mehr zu ihrem Weg gehören. Oder wenn du dabei bist, etwas zu manifestieren oder einen Wunsch hast, ist es ja immer eine Identität, die du da leben möchtest. Und die Königin der Schwerter schaut, welche Identität oder welche Anteile in mir dürfen jetzt gehen, weil diese Anteile nicht zu dieser Version gehören, die meine Manifestation lebt. Also es geht wirklich um dieses Betrachten und das darfst du jetzt machen. Betrachte ganz genau. Was willst du? Passt dieser Weg zu deiner Vorstellung? Passen diese Menschen, deine Gewohnheiten, deine Gedanken zu dem Weg, den du wirklich gehen möchtest? Das ist so ein bisschen jetzt deine Aufgabe, lieber Krebs. Wir schauen auch noch etwas genauer rein, warum Königin der Schwerter. Ja, vielleicht kommt auch die Frage, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Lieber Krebs, du kannst gerne auch mal unten in der Infobox nachschauen. Ich habe da einige Angebote, auch zum Thema Liebe, auch zum Thema Channeling und auf ein Angebot, das ist ein Programm, was wir im Oktober machen, auf das freue ich mich am meisten. Das ist das Identity Shift Programm. Da shiften wir deine Identität. Wir gehen in die Transformation, damit du für das neue Jahr 2027 deine neue Identität halten und verkörpern kannst. Weil oft ist ja das Problem, dass wir manchmal immer wieder in alte Muster reingehen und bei diesem Programm lösen wir das auf. Also schau gerne mal rein, wenn du merkst, ich will jetzt einfach etwas verändern in meinem Leben und es klappt nicht so richtig, dann ist genau dieses Programm für dich. Ja, lieber Krebs, was sind denn die Blockaden? Wo darfst du hinschauen? Ja, irgendwo wird ein Ende benötigt, einen Schlussstrich,
eine Entscheidung, das ist halt wirklich so. Oder wenn wir einen neuen Weg gehen wollen, ist so wichtig, dass wir Veränderung nicht nur im Außen anstreben. Das ist eben der Fehler, den habe ich auch immer gemacht. Immer versucht, im Außen was zu verändern, aber es ist halt innen und außen. Es nützt dir nichts, wenn du nur im Außen Veränderung anstrebst, aber du bist immer noch die alte Version, die voller Ängste ist oder Selbstzweifel. Es nützt aber auch nichts, wenn du nur in dir drin nach Veränderung suchst, aber nicht in die Verkörperung gehst. Also hier braucht es wie eine Art Schlussstrich zu einem Weg, der dir nicht dienlich ist, der nicht mehr zu dir gehört, wo du wie hinausgewachsen bist. Dieser Schlussstrich kann auch mal einfach eine Entscheidung sein für dich, dass du das vielleicht mal aussprichst oder vielleicht sogar in die Umsetzung gehst. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ja, weil dieser Schlussstrich, diese Entscheidung hindert dich daran, vorwärts zu kommen. Diese fehlende Entscheidung blockiert dich. Das ist wie eine Art goldener Käfig, Komfortzone. Und hier möchte wie bei dir nämlich auch ein bisschen das Thema Freiheit war. Du möchtest frei sein, aber wie deinen Platz finden, habe ich das Gefühl. Aber auf eine Art von Freiheit. Du möchtest nicht mehr so eingeschränkt sein und dafür braucht es eben dieses Erkennen, was will ich nicht mehr. Und das, was ich nicht mehr möchte, dass du das loslässt und nicht nur mit einem Fuß da noch ein bisschen stecken bleibst, sondern dass du das wirklich freigibst. Das ist ganz wichtig. Schauen wir mal, welche Schritte darfst du jetzt gehen? Welche Schritte führen dich zu deiner Manifestation? Wir haben, kritisiere dich ein bisschen weniger oder gar nicht mehr, lieber Krebs. Schätze den Erfolg. Nimm wahr, was du bis anhin geleistet hast. Nimm deinen Weg wahr. Schätze, was du bis jetzt erreicht hast. Also schätze das mehr und geh ins Tun. Geh wirklich ins Tun. Sehe ich hier ganz, ganz fest. Wir nehmen noch eine Karte. Schon wieder Ass der Stäbe. Also falls du das Thema Verwirklichung hast, Träume leben, Berufung leben, erfolgreich sein oder kreativ sein, dann hast du die Antwort ja. Strebe jetzt gezielt den Erfolg an und geh nach vorn. Es kann sein, dass eine Chance deinen Weg kreuzt und es gilt, die Chance anzunehmen. Achtung, die Chance kann aber auch nur eine Idee sein, ein Impuls. Wir haben immer das Gefühl, Chancen müssen so fix fertig verpackt sein. Nein, es kann auch ein Impuls sein oder eine Information. Und es hat etwas mit dem Thema Kreativität zu tun und auch Schöpferkraft, also Bestimmung leben. Und jetzt ist wirklich deine Aufgabe, in diese Richtung gezielt zu gehen, groß denken, Glaube an den Erfolg, ganz wichtig. Schauen wir mal. Beim Thema Liebe könnte es eventuell auch um das Thema Sexualität gehen. Also wenn du dort eine Blockade hast, ist es an der Zeit, dass du jetzt dort hinschaust und nicht einfach nur sagst, ich bin halt blockiert und dann lässt du es einfach so stehen, sondern dass du das jetzt angehst, dir vielleicht auch Unterstützung holst. Warum 3 der Kelche? Also hier könnten eben wichtige Informationen deinen Weg, deinen Weg kreuzen, Informationen. Es kann sein, dass das zufällig kommt, dass du das zufällig siehst und dass es eine Chance ist, dass es vorwärts geht. Und ich sehe, dass die ersten Schritte sollten schnell getan werden, aber in so einem Tempo, dass du das halten kannst. Also es nützt dir nichts, wenn du 5 Schritte nach vorne rennst und dann gehst du wieder 4 Schritte zurück. Also wähle ein Tempo, was du halten kannst. Schauen wir mal, was ist denn der Rat für deine Manifestation, lieber Krebs? Hör auf, in der Vergangenheit zu baden. Hör auf.
Es gibt Menschen, die nähren sich unbewusst mit der Mangelenergie. Es gibt also sehr viele tatsächlich. Es gibt ganz viele Menschen, die nähren sich mit der Mangelenergie und sie merken es nicht. Beobachte dich mal, worüber du sprichst. Wenn du einer Freundin anrufst, über was sprichst du das? Beklagst du dich dann die ganze Zeit? Oder rufst du an, weil du etwas Schönes erzählen möchtest? Oder rufst du an, weil die Nachbarin dich wieder geärgert hat oder dich etwas aufgeregt hat? Daran erkennst du, was du für eine Energie lebst und an was du dich nährst. Und die meisten nähren sich eben von der negativen Energie. Sich beschweren, sich immer wieder kritisieren. Also ich war gerade letztens auf Mallorca und mir ist es ganz stark aufgefallen, ich fand es so krass, da waren 2 Personen neben uns, die haben sich den ganzen Tag nur beschwert, es ist zu heiß, es ist zu windig, dann ist wieder zu wenig Wind, dann ist es zu sandig, dann ist das nicht gut und das nicht, also kein positives Wort gesagt. Und das ist sehr schade. Also versuch dich mehr mit der positiven Energie zu nähren und dafür braucht es eben diese Achtsamkeit. Über was sprichst du? Was erzählst du deinem Partner? Über was sprichst du gerne? Über was redest du mit deinen Kindern, mit deinen Eltern? Ist es nur immer Probleme? Dann nährst du dich von der Mangelenergie und du merkst es nicht. Also hier geht es wirklich um dieses bewusste Abschließen von Mangelenergie. Schauen wir mal, was ist denn der Schatten? Was ist wichtiger für deine Manifestation, als du denkst? Erkenne, wo sind Selbstsabotagen und Ängste, also gewisse Gedanken sind nicht echt, also klar fühlen sie sich vielleicht in dem Moment echt an, aber sie sind nicht berechtigt. Sie sind einfach da, weil da vielleicht eine Art Hürde ist, eben eine Komfortzone zu verlassen. Schau gerne beim Podcast vorbei. Ich habe dort auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen, 3 Zeichen, die sich dir zeigen, wenn du eben dabei bist, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, dass eine Manifestation eintrifft. Es gibt eben solche Zeichen, das sind Hürden und viele brechen dort ab. Und dabei ist das ein Zeichen, dass etwas passiert, dass etwas kommen möchte, aber viele brechen dort ab. Schau es dir gerne an, den Link zum Podcast findest du unten in der Infobox. Ja, lieber Krebs, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.